So ihr Lieben, es gibt wieder was Neues. Zum einen den Echo Pop und zum anderen den Echo Show 5 in der mittlerweile dritten Generation hier von Amazon. Und ich kann natürlich im Vorhinein schon sagen, dass das nicht allzu positiv ausfallen wird, gerade für den Echo Pop, aber dazu gern später. Was die Geräte können, was ihr damit machen könnt und wie viel ihr dafür bezahlen müsst, erfahrt ihr jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Und wenn euch nur ein Produkt interessieren sollte, also das oder das, dann ist mein Video natürlich für euch in 2 Kapiteln aufgeteilt. Was bedeutet, ihr könnt direkt zu dem Produkt eurer Wahl springen. Vorher nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, dem Video ein Like zu geben, würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr die Geräte gekauft habt, dann schreibt mir doch bitte mal hier in meine Videokommentare, wie eure Erfahrungen mit diesen Geräten sind. Aber los geht's. Das erste Gerät, hier ist der Amazon Echo Pop. Vorher natürlich für alle Unboxing-Freunde schauen wir direkt in diesen Karton rein und gucken mal, was drin ist. Schauen wir uns das Produkt mal schnell an. Es ist so wie alle Amazon-Produkte vom Karton her verpackt, verschiedene Sprachen auf der Seite. Hinten nochmal unwahrscheinlich schöne Tipps, seitlich ebenfalls nochmal ein paar Tipps und vorne wieder das Produkt. Und hier schnippeln wir das Ganze dann mal direkt auf und gucken, was hier in dem wunderbaren Karton drin ist. Ich habe die weltbeste Farbe bestellt, weil ich wollte unbedingt mal ein Amazon Echo Pop in Flieder haben und gleichzeitig natürlich hier dann nochmal der Echo Pop und das dazugehörige Netzteil. Dann gibt es, wie gesagt, noch einige Anleitungen und das war's schon. Der Inhalt der Kiste ist schnell ausgepackt. Von oben natürlich die Membran, hier der verbaute Lautsprecher, dann die Alexa-Leuchte sowie die Tasten Laut, Leise, Stumm-Schalttaste und hier oben dann noch die verbauten Mikrofone. Im unteren Bereich nur der Standfuß und im hinteren Bereich gibt es dann den Netzanschluss. Ich habe mir mal ganz mutigerweise die Farbe Flieder hier bestellt und das ist natürlich wirklich mutig, aber wenn eure Frau euch verbieten sollte, dieses Produkt zu kaufen, dann funktioniert es garantiert mit der Farbe besser, denn er passt schön ins Badezimmer oder direkt in die Küche oder irgendwie anders. Auf alle Fälle mal ein mutiger Versuch, das ist eine neue Farbe von Amazon und ja, kann man sich jetzt streiten, ob die Farbe nun passt oder nicht. Hier oben sehen wir, wie schon gesagt, die Mikrofone. Du kannst natürlich das ganze Gerät auch ausschalten, so dass es dann nicht mehr zuhört, beziehungsweise nur noch deine Musik streamt oder andere Dinge macht. Dann drückst du hier die Taste wieder auf Ein und hast natürlich dann das Gerät aus oder halt auf Aus und hast das Gerät wieder ein. Gar kein Problem. Hinten, das sieht nicht allzu schön aus mit dem Netzstecker. Man hätte wenigstens die Farbe des Gerätes noch hier irgendwie mit dem Netzkabel verbinden können. Ist aber reiner Luxus. Apropos Luxus. Dieses Gerät ist natürlich dafür da, um dir einen schönen Klang zu zaubern. Und da ist der erste Knackpunkt bei diesem Teil, denn klingen tut das Gerät laut meiner Meinung sehr schlecht, denn das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an. Alexa, sing mir ein Lied. Ob ich singen kann, ist heute eine Frage. Ich hab die ein oder andere Gabe. Guten Morgen, viele Witze, kenn das Wetter, trag ne Mütze, steh dir jederzeit mit Freude parat. In der Cloud ist soweit alles fluffig. Stehst du selbst auf oder muss ich zum 3. Mal heute deinen Wecker spielen? Wünsch dir wie immer einen wunderbaren Tag. Alexa aus. Reicht. Ich muss ehrlich sagen, na klar ist die Lautstärke ausreichend und für 90% der Anwender, die hören gar nicht, dass da sozusagen kaum was rauskommt aus der Kiste. Aber wenn man so ein bisschen so ein Hörgefühl und so ein Musikgefühl hat, dann weiß man, dass natürlich auch der Lautsprecher nicht klingen kann bei der Größe. Es ist einfach mal zu klein, um wirklich hier mal einen Klang oder ein Volumen zu erzeugen. Softwaretechnisch hat man sich da wahrscheinlich ein bisschen schwer getan, hier noch was Perfektes rauszutun. Also vom Klang her ist er bei mir komplett durchgefallen. Aber Amazon sagt ja in dem Video, dass dieser Artikel einen vollwertigen Klang in deiner Küche oder in deinem Schlafzimmer bringen soll. Und meiner Meinung nach ist es nicht so. Ihr habt es natürlich dann direkt in der Hand, euch da nochmal selber zu überzeugen. Aber das ist wie gesagt der erste Minuspunkt für den Amazon Echo Pop. Kurz nochmal zu den technischen Daten. Der Amazon Echo Pop ist 99 mm breit, 91 mm hoch sowie 83 mm tief und ist 196 Gramm schwer. Also ein ganz besonderer schwerer Vertreter ist das nicht. Den kann man wirklich überall relativ einfach hinstellen und der ist kompakt und vernünftig.
Weiterhin unterstützt dieses Gerät natürlich Dualband, WLAN mit 2,4 GHz und 5 GHz sowie Bluetooth. Du kannst ihn mit allen Android- oder iOS-Geräten ideal verbinden. Die Installation ist auch relativ easy. Einfach ans Netz anschließen, über die Alexa-App im Smartphone bzw. Tablet verbinden und dann kann es wirklich schon losgehen und du kannst das Gerät ausgiebig nutzen. Im Zubehör gibt es dann auch nochmal für diesen Lautsprecher Wandhalterung. Das gibt dir die Möglichkeit, halt im Wohnzimmer oder halt wo du möchtest, diese ganzen Geräte in 4-facher oder auch 6-facher Form anzuschließen. Das heißt, du kannst auch mal einen Raumklang erzeugen. Allerdings, wie gesagt, wenn wir schon wieder beim Klang sind, glaube ich auch nicht, dass 4 dieser Lautsprecher einen besseren Raumklang produzieren als nur einer. Es sei denn, du hast natürlich wenig Platz, dann kannst du diese Maße nutzen. Und er klingt ja nicht schlecht, er klingt nur nicht schön. Und jetzt möchte ich natürlich nochmal eine Frage an die Amazon-Entwickler stellen. Ihr baut hier ein unwahrscheinlich kompaktes, leichtes, schönes Gerät. Darüber kann man wirklich nicht streiten. Das ist vom Design her relativ gut gelungen. Aber warum verbaut man nicht in diesem Gerät einen Akku? So könnte man das Ganze mobil mitnehmen. Man hätte hier vielleicht 2 Stunden oder 3 Stunden, 2 Stunden würde ausreichen, Laufzeit und könnte einfach irgendwo, wo man ist, dieses leichte Gerät hinstellen. Dann wäre Alexa ebenfalls mit dabei. Es wäre gleichzeitig Bluetooth-tauglich und könnte dir Musik abspielen, beziehungsweise irgendwelche Podcasts oder irgendwo, wo du bist. Aber du brauchst immer dieses, ich sag mal, sowieso nicht schöne Kabel, dann wäre es wirklich eine Neuheit. Also dann würde das natürlich auch faszinierend wirken auf den Benutzer. Eine Bluetooth-Box von Amazon mit Alexa und Akku hätte man hier mit dem Gerät wirklich herstellen können. Nächster Kritikpunkt ist natürlich auch der Preis. 54,99 € für dieses Gerät, absolut nicht tragbar. Es ist einfach zu teuer. 29,90 € bzw. 30 € würde keiner was sagen. Das ist ein entspannter Preis. Dafür kann man hier sozusagen 1, 2 oder auch 3 oder 4 Boxen kaufen und hat den ganzen Raum beschallt für ca. 120, 130 €. Wäre eine ideale Geschichte. 54 €, wie gesagt, viel zu teuer, denn das nächste, ich habe ja dann noch weiter geschaut auf der Amazon-Seite und sehe dann den Amazon Echo Dot zum Preis von 49,99 €. Das heißt, der Amazon Echo Dot ist deutlich besser im Klang. Der hat vorn dann direkt noch LEDs verbaut, wo du die Uhrzeit sehen kannst, beziehungsweise noch Textinformationen von Titeln, die du gerade abspielst und anderen Dingen. Und der ist besser und günstiger als dieser halbe Amazon Echo. Ich verstehe es nicht. Falls dieses Gerät doch für jemanden interessant sein sollte, der Link dazu direkt hier in meiner Videobeschreibung. Da kann man nochmal alles über dieses Teil nachlesen. Aber meine persönliche Meinung ist für den neuen Amazon Echo Daumen runter. Tut mir leid. Kommen wir zum nächsten Gerät und da fällt mein Fazit natürlich schon deutlich besser aus. Die Rede ist natürlich hier vom neuen Amazon Echo Show 5 in der 3. Generation und auch hier schauen wir uns direkt mal an, was in der Kiste mit drin ist. Der Echo Show 5 in der 3. Generation, relativ ordentlich verpackt. Hier oben gibt es das Produkt, seitlich wiederum die Hinweise. Hier hinten natürlich alles, was man damit machen kann. Seitlich nochmal Hinweise und hier oben wird dir zugelächelt von Amazon. Auch eine schöne Sache. Jetzt werden wir das ganze Ding mal öffnen und hier ist natürlich am Karton eine besondere Öffnung, denn du hast hier nicht einfach nur einen Karton, sondern ich denke mal, du hast dann hier nochmal eine Leiste, wo du das hier sozusagen öffnen kannst, damit dir das Auspacken noch mehr Spaß macht. Und wir holen das Ganze mal raus hier aus dem Amazon-Karton. Was ist noch drin? Direkt die Bedienungsanleitung gibt es dazu. Ein bisschen Pappe, alles sehr umweltfreundlich verpackt. Das Netzteil ist dabei und natürlich nochmal bestimmte Anleitungen hier in diesem Karton. Schauen wir uns das Gerät mal aus der Nähe an. Hier oben dann die verbaute Kamera, das 5,5 Zoll Display. Im unteren Bereich der Standfuß. Hinten gibt es dann den Netzanschluss. Und wenn wir uns hier die Tasten anschauen, ist alles wie gewohnt bei Amazon. Laut, leise, Stummschalttaste und natürlich auch diese Aktivierungstaste ist mit dabei.
147 mm breit, 82 mm hoch und 91 mm tief sowie ein 5,5 Zoll Display und das sieht natürlich erstmal richtig gut. Er unterstützt ebenfalls Dualband, WLAN und natürlich hier integriert die Lautsprecher und die sind im Verhältnis zum Amazon Echo Show hier echt super und das hören wir uns jetzt mal direkt an. Alexa, sing mir ein Lied. Das Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern. Alexa aus. Okay, alles gut. Ja, wenn man zu Alexa sagt, sing mir ein Lied, dann singt sie ein Lied und du weißt nicht, was kommt. Aber auch die Installation ist hier sehr einfach. Das Display ist sehr hell und kompakt gestaltet und natürlich auch Touchscreen-fähig. Und ihr könnt alles einstellen. Einfach der Installationsanweisung folgen, das Gerät dann installieren und mit dem WLAN verbinden. Und für die Erstinstallation benötigt ihr ungefähr 15 Minuten. Und wie ich schon am Anfang lobend erwähnt habe, dieses Touchscreen ist natürlich eine ideale Geschichte. Du hast hier die Möglichkeit, dann dein Menü zu steuern, hast alle Punkte drin, die du benötigst. Kannst natürlich auch dann deine Smart Home Geräte mit diesem kleinen Monitor bedienen, beziehungsweise hier auch Musik und Videos streamen. Klar ist dieses Touchscreen auch Fingerabdruck empfindlich. Aber da muss man halt durch. Vom Prinzip her ist es aber relativ gut gemacht und du kommst wirklich auch mit dicken, großen Fingern immer direkt über das Display. Also hier schon mal ein großes Lob. Das Display ist auch sehenswert. Wenn es wirklich sauber und geputzt ist, dann sieht es richtig schick aus. Ebenfalls im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer bzw. in der Küche, da wo du es hinstellen möchtest. Hier vorne nochmal die Knöpfe. Ich habe es ja dann beim Unboxing schon verraten. Hier gibt es nochmal die Möglichkeit, die Kamera ein- und auszuschalten. Das ist natürlich für die einen oder anderen relativ wichtig. Wer sich da beobachtet fühlt, der kann natürlich auch hier oben mit dem Knopf die Kamera an- und ausschalten. Die Kamera ist nicht allzu wertvoll. Es ist eine 2-Megapixel-Kamera, aber sie reicht definitiv aus, um den Raum zu überwachen über die Alexa-App, um gleichzeitig auch Videocalls über die Amazon-App hier durchzuführen oder auch mal die Türklingel zu verbinden und zu sehen, wer dort draußen an der Tür steht. Dafür reicht sie allemal aus, aber ihr solltet von dieser 2-Megapixel-Kamera wirklich nicht allzu viel erwarten. Gerade wenn das Licht fehlt, dann zeigt sie natürlich ihre Schwächen. Die Mikrofone auch super verbaut, da kann man nicht meckern und wir fragen jetzt mal Alexa, wie ist das Wetter in Berlin? In Berlin beträgt die Temperatur 22 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. Heute Nacht höchstwahrscheinlich klarer Himmel mit einer Tiefstemperatur von 10 Grad. Auch beim Streamen ideal, wenn man jetzt Radio hören sollte. Alexa, spiel Radio Potsdam. Radio Potsdam auf TuneIn. Alexa aus. Also wie gesagt, ihr seht, hier kann man eine ganze Menge mitmachen, wenn Alexa euch zur Seite steht. Auch Videostreaming ist möglich, ist natürlich bei diesem Display dann wirklich schon eine Qual für die Augen. Jetzt wird es poppig. Aktuell und brandneu präsentiert sich seit kurzem ein neues Familienmitglied der Amazon-Geräte. Die Rede ist vom Amazon Pop. Und Amazon sagt auch, dass es für die Kinder bzw. für Amazon Kids hier eine unwahrscheinlich schöne Möglichkeit sein soll, zu lernen. Und hierfür finde ich, dass das Display zum Lernen wirklich zu klein ist. Aber im Kinderzimmer hat dieses Gerät wirklich eine relativ große Rolle, denn es sind natürlich auch Podcasts möglich, es ist Musikstreaming möglich und das Wichtigste, der Wecker. Damit eure Kinder relativ pünktlich aufstehen, kann man natürlich hier auch den Wecker in verschiedenen Variationen einstellen. Dafür finde ich dieses Gerät ideal geeignet, entweder fürs Schlafzimmer oder direkt fürs Kinderzimmer. Zum Streamen an sich, da kann man auch auf dem Handy gucken, also da ist der Monitor echt zu klein. In Bezug auf das Display kann man natürlich auch sagen, dass Amazon viele Geräte zur Auswahl hat. Den Amazon Echo Show 8, den Echo Show 10, den Echo Show 15 und da ist natürlich dann die Display-Auswahl riesengroß. Wem das Display zu klein sein sollte, der kann wie gesagt zu größeren Geräten direkt wechseln. Da kommen wir auch schon zum Fazit. Meiner Meinung nach ist dieses Gerät wirklich ideal fürs Schlafzimmer oder fürs Kinderzimmer. Es ist ein Wecker, der sozusagen dann, ich muss mal die Stummtaste drücken,
Ein Wecker, der sozusagen dann Alexa mit drin hat. Und du kannst natürlich abends noch vorm Einschlafen dir ein paar Sachen angucken, die du jetzt mal nicht mit dem Handy anschauen möchtest, beziehungsweise auch hier vom Bett aus deine Smartgeräte steuern, was natürlich eine ideale Nummer ist. Wenn du jetzt gerade nicht aufstehen möchtest im Schlafzimmer, dann hast du hier immer den kleinen Freund und Helfer, der dann auch nochmal ohne vom Bett aufzustehen deine Smartgeräte steuert. Was den Preis angeht, da muss ich hier mal wieder ein bisschen meckern. 105 € verlangt Amazon für dieses kleine Gerät. Der Vorgänger, quasi die zweite Generation, der hatte damals noch 89,90 € gekostet, hat ein größeres Display und hat auch einen größeren Lautsprecher verbaut. Hier ist allerdings wirklich lobend zu erwähnen, dass dieses Gerät sehr gut klingt und auch einen schönen Raumklang hat. Also hier hat man sich bei der Entwicklung wirklich Mühe gegeben in Sachen Klang und Raumklang. Aber ansonsten 105 € gegenüber dem Amazon Echo Show der zweiten Generation von 89 €. Ja, muss man selbst entscheiden. Aber ich denke mal, das Display und der Raumklang, das werden Beiträge für diesen Preis gewesen sein. Man muss natürlich auch nicht immer alles günstiger machen, aber ich sag mal, rund 100 € geht eigentlich noch. Kauf mal einen richtig schönen Wecker für dein Schlafzimmer, da bist du auch schon mittlerweile bei 60, 70 €, wenn der ein paar Funktionen hat. Ansonsten sehr kompakt, gut zu bedienen, wunderbar verarbeitet und natürlich auch noch in verschiedenen Farben erhältlich. Hier kann man sagen, bei diesem Gerät hat Amazon dann doch schon mal wieder mein Lob verdient. Dieser Amazon Echo Show 5 der dritten Generation, der ist wirklich zu empfehlen, auch mit der Kamera oder den kompakten Maßen, wenn man jetzt sozusagen das ganze Teil im Schlafzimmer hat und natürlich noch die Smartgeräte direkt steuern kann. Ein idealer Begleiter und für 100 € dann meiner Meinung nach nicht zu teuer. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal wieder ein bisschen weiterhelfen mit der Empfehlung von diesen Geräten. Ansonsten natürlich vielen Dank fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.